Ihr seid auf der Suche nach Sehstärke-Linsen für euer VR-Headset und legt besonderen Wert auf, ja, gute Qualität und möglichst aus Deutschland. Dann kann ich euch heute den VR-Optiker bzw. VR-Optician empfehlen. Das ist ein Linsenhersteller für Sehstärke-Linsen aus Deutschland. Und schon beim Unboxing sieht man, da steckt Qualität hinter. Bleibt dran. VR-Optiker waren so nett, mir ein Exemplar für die Pico Neo 3 Link, hier seht ihr sie, zu schicken, um sie euch zu zeigen und selber zu nutzen. Ich bin aber auch schon länger Kunde bei VR-Optiker. Ich habe hier VR-Linsen von der äh, Reverb G2, aber auch für meine Quest 2 hier habe ich Linsen vom VR-Optiker selber gekauft. Also kann ich euch, denke ich mal, schon einen guten Eindruck vermitteln, welche Qualität ihr beim VR-Optiker zu erwarten habt. Das Ganze kommt in einem super schicken, gravierten Etui an. Da könnt ihr auch eure normale Brille reinmachen, während ihr VR spielt, wenn ihr jetzt auch sonst immer eine Brille trägt. Und dann sind die Linsen auch noch schön in so einem kleinen Säckchen hier verpackt. Das ist auch ganz weicher Stoff, quasi wie ja, hier so ein Brillenputztuch. Der gleiche Stoff ist das, glaube ich. Fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an und da sind die Linsen auch sicher. Es handelt sich bei den Linsen um Zeiss-Linsen. Das steht zwar nicht gesondert drauf, aber der Hersteller hat mir vergewissert, das sind Carl Zeiss Linsen und die stehen wohl für sehr gute Qualität. Und ja, das könnt ihr hier sehen in diesem kleinen Reinigungstuch. Wird aber wohl nicht extra mit draufstehen, aber ja, ich zeige euch mal die Linsen. In diesem Video präsentiere ich euch vor allen Dingen die Pico Neo 3 Link-Linsen. Die Linsen werden je nach VR-Headset optimal angepasst, sodass sie auch funktionieren. So, das sind die Linsen. Ne, es ist kein billiger 3D-Druck oder so. Die Linsen liegen gut drinne. Was ich auch schön finde, ist, dass gerade hier im Nasenbereich, also so wären die in der linken Seite, würden sie dann drin liegen. Der Nasenbereich ist besonders dünn gestaltet, weil gerade wenn man eine Linse oben drauf hat und schon bei der Pico Neo 3 Link, wo sowieso schon wenig Platz für die Nase ist, vor allem beim mittleren und engeren IPD, habt ihr hier noch ein bisschen Platz für die Nase. Finde ich soweit ganz gut. Sonst sind die hier graviert für links und rechts, damit es hier keine Verwechslung und so weiter gibt. Und das finde ich auch ganz gut. Hier ist ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da sieht man es, ein Indikator, wo das Ganze aufgesteckt werden muss. Ich zeige euch das gleich in der Brille. Und ja, das Anbringen ist eigentlich kinderleicht. Hier haben wir, wie gesagt, die Pico Neo 3 Link. Am besten ist es, wenn ihr einmal das Polster abmacht, dann habt ihr einen besseren Zugang zur Linse. So, das Noseflap können wir auch mal entfernen. So, jetzt haben wir einen guten Zugang zu den Linsen. Ihr seht es hier schon, ihr habt ja diese drei Einstellungen, mittlere und innere und äußere. Das Tolle bei den VR-Optiker-Linsen sollten eigentlich alle so machen, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ob alle das so machen. Der VR-Optiker entwickelt die Linsen, je nachdem, welches IPD ihr ihm nennt, oder ihnen, das ist ja ein Team, keine Person, und die stellen die Linsen so ein, dass sie eben zum Beispiel optimal für das mittlere IPD, in meinem Fall, ich habe ein IPD von 61,5, so um den Dreh, dann wird auch direkt beim Bestellprozess, das zeige ich euch gleich auch, angezeigt, dass ihr das mittlere IPD braucht und danach werden die Linsen angepasst. So werden, so meine ich zumindest, ähm, ja, IPD-Ungleichheiten, zum Beispiel das mittlere IPD ist ja ungefähr für so 64 Millimeter gedacht und ich passe da jetzt nicht unbedingt dazu, aber
was die Linsen machen, ist dann quasi den Fokus trotzdem so ein bisschen näher an dieses optimale IPD zu bringen. Zumindest hatte ich das Gefühl, ja, durch mehrere Linsen, gerade bei der Quest 2 ist es ja der gleiche Fall, dass ich da ja, ein angenehmeres Tragegefühl insgesamt hatte. So, und ja, das Ganze wird einfach aufgesteckt. Ihr seht hier, müsst ihr dann ungefähr gucken, ähm, ja, die Anzeige, welche Seite das ist, muss auf der linken Seite sein, beziehungsweise auf der rechten Seite. Also hier bei links sollte das L auch auf der linken Seite sein. Und dann könnt ihr hier von innen, also hier ist der Indikator, den seht ihr hier beim Aufstecken. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, wahrscheinlich nicht. Ich versuche das mal näher ranzubringen. So, ihr seht hier den Strich und ich weiß nicht, ob ich das euch so gut zeigen kann. So, hier innen, ja, ihr seht es hier, da ist der Strich und der muss da auch drauf liegen. Und wenn ihr das gut hinbekommt, da guckt ihr am besten so von innen rein, könnt ihr das so mittig direkt auf das Gummi aufstecken. Und das war's auch schon. Das steckt jetzt hier auch gut drauf, da sollte sich auch nichts bewegen. Und das Tolle ist auch, dass, also das ist jetzt in dem Fall bei der Pico Neo 3 Link der Fall, dass die Linsen ja extra noch hier auf diesem Gummi liegen. Das heißt, ihr habt nochmal doppelten Schutz für eure Sehstärke-Linsen als auch für eure ja, normalen Linsen quasi. Da wird alles miteinander geschützt. Machen wir das Ganze nochmal sauber. Stecken das andere auf. Bauen das Ganze wieder zusammen. Ich benutze jetzt keinen Brillenspacer, auch mit den Linsen nicht. Wenn ihr merkt, ihr seid zu nah an den Linsen, könnt ihr natürlich hier extra den Spacer benutzen. So, und schon ist das Ganze installiert. Und so könntet ihr jetzt auch schon direkt. Jetzt ist doch der Noseflap ein bisschen eingeklappt. So. So könnt ihr jetzt auch direkt loslegen. Ich wollte jetzt euch noch zusätzlich den Kaufprozess zeigen, da ich den besonders gut finde bei VR Optica. Dafür geht ihr einfach auf vroptica.de. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann geht unten in der Beschreibung, habt ihr einen Affiliate-Link, da kriege ich einen Teil davon ab, ohne dass ihr irgendwas extra zahlen müsst. Könnt ihr euch selber überlegen. So, und jetzt haben wir hier die Webseite. Hier habt ihr zum Beispiel ganz neu die Pico Neo 3 Link oder eben die Quest 2, Valve Index und so weiter und so fort. Alle Linsen, ja, ich glaube fast alle Linsen, selbst hier bei der PlayStation Rift S, alles ist hier noch vertreten. Da gehen wir zum Beispiel hier auf die Pico Neo 3 Link. Da kann man die Linsen nochmal sich anschauen. Ne, sind die gleichen, die ich euch eben gezeigt habe. Und es gibt hier eine Installationsanleitung. Links und rechts kann man dann auswählen. Ihr habt die Möglichkeit, Planlinsen zu kaufen. Also wenn ihr einfach eure ja, originalen Linsen schützen wollt oder ihr nur einen UV, nicht UV, also hier so ein Blue Protect könnt ihr eben auch drauf zubuchen. Dann ja, wird das Blaulicht ein bisschen gefiltert, aber wenn ihr eine Sehstärke habt und benötigt, könnt ihr das hier einstellen. Zum Beispiel bei mir waren es minus 1,25, finde ich hier auch schön farblich unterlegt, damit auch ja nichts schief gehen kann. So minus gibt man ein und dann 1,25 zum Beispiel in meinem Fall, da noch Zylinderwert und die Achse. Und was ich auch toll finde, gerade bei mir ist mein IPD nicht exakt gleich.
Nämlich, ich habe hier einzelne, was war das? 30,5 und 31,5. Oder, ne, ich habe ein IPD von 31,5. Ich glaube, das war, ja genau, doch. Das sind insgesamt 61,5. So, das ist mein IPD und da werden auch dann links und rechts so angepasst, dass es optimal ist für die Linse. Und hier steht auch IPD-Einstellung 2. Ist, finde ich, auch gut für Anfänger, die sich vielleicht die Linsen direkt zur VR-Brille kaufen. Die wissen sofort, okay, ich muss IPD-Einstellung 2 verwenden. In meinem Fall ist das auch so und das passt auch so. Dazu buchen könnt ihr eben die Zeiss DuraVision Blue Protect. Da wird das Blaufilter, da ist noch ein Blaufilter integriert, damit ihr, ja, na, was gibt es da zu sagen, das Blaulicht, was rausgefiltert wird, dann könnt ihr nachher besser schlafen und so weiter, geht nicht so auf die Augen, wird so zumindest gesagt. Produktionszeit 1 bis 5 Tage, das ist extrem schnell. Also damals, als ich die VR-Optiker-Linsen für die G2 gekauft habe, das ist jetzt auch schon gut 2 Jahre her, hat das noch weit länger gedauert. Das waren 1 bis 2 Wochen und jetzt sind es 1 bis 5 Tage. Und ich kann das auch so bestätigen. Ich habe einen Tag später, nachdem ich bestellt habe, habe ich schon die Versandbenachrichtigung bekommen und nach ungefähr, ja, 4, 5 Werktage waren die dann tatsächlich auch bei mir. Also super schnell, meiner Meinung nach. Das Ganze kostet 65 € inklusive zuzüglich Versand. Je nachdem, in Deutschland ist es natürlich weniger. VR-Optika versendet auch nach ganz Europa oder sogar weiter, das weiß ich gar nicht so genau. Hier außerhalb der EU gibt es ja nochmal Gebühren. Also weltweit, glaube ich, versenden die dann nicht unter dem Namen VR-Optika, sondern eben bekannt unter VR Optician. Mit dem Size-Filter sind das dann 95 €. Das mag für manche viel sein, aber als Brillenträger, finde ich, ist man das ja sowieso gewohnt, eine Brille zu kaufen, die ja manchmal mehrere 100 € kostet. Und wenn man das quasi als einfach seine VR-Brille ansieht, finde ich, ist der Preis absolut gerechtfertigt. Klar, ihr habt kein super tolles, schönes Gestell, aber wen interessiert das in VR? Wichtig ist, dass das Ganze gut passt und auch bequem ist. Das war also mein Video zu den VR-Optika-Linsen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und, oh, Moment mal, was ist das? Das war vorher noch nicht hier drinne. Oh, krass. Mit dem Code IKUMA kriegt ihr nochmal 5% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Nee, Spaß beiseite. Also kein Spaß. Ihr kriegt wirklich 5% mit dem Code IKUMA. Was ich damit sagen will, ist, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr mit dem Affiliate-Link unten die Bestellung tätigen würdet, dann würde ich einen kleinen Prozentteil davon abbekommen. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Wenn ihr das nicht machen wollt, googelt einfach vroptika.de und kauft die so. Ihr unterstützt damit auf jeden Fall einen deutschen Entwickler für Sehstärke-Linsen. Das ist immer eine gute Sache. Und ich hoffe, mein Video konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.